8:31 Uhr. Sonntagmorgen, Zeit für mein Leichtigkeitstagebuch. Naja, im Moment fühle ich mich gar nicht so leicht, weil ich habe die liebe Gundula in der Leitung. Wir kämpfen mit technischen Problemen und ich habe jetzt gesagt, Gundula, ich fange mal selber an. Ich fange mal alleine an und wenn es nachher geht, sie ist vom Laptop umgestiegen auf das Handy. Wenn es nachher geht, dann reden wir miteinander und sonst erzähle ich euch einfach, was ich dank dem, was Gundula mir geschrieben hat, was ich da erlebt habe. Es ist ja so, ich kämpfe seit Beginn dieses Livestreams mit der Technik und dann habe ich gedacht, es ist vielleicht die Lampe, dann habe ich gedacht, es ist vielleicht die Webcam. Mittlerweile bin ich kurz davor, diese App, diese StreamYard-App, wo ich $100 im Monat zahle, zu ersetzen. Ich hoffe, nächste Woche habe ich eine andere, die sogar günstiger ist und einfacher. Ich habe technisch aufgerüstet. Das ist der Weg. Aber als Minimalistin und als Minimalist lernen wir den Weg zu schätzen und zu akzeptieren. Ich hatte gerade sehr ein spannendes Coaching mit der lieben Agnes und ich habe etwas festgestellt, wie wichtig Frustrationstoleranz ist auf dem Weg, wo wir hinkommen möchten. Wenn wir Frustrationstoleranz haben, nur dann kommen wir an. Und ich will heute mit euch über so ein Thema reden, das ich dank der lieben Gundula entdeckt habe. Ich muss ja sagen, also Gundula ist der gleiche Jahrgang wie meine liebe Mutter und ich glaube, ich hätte es nie hinbekommen, mit meiner Mutter einen Livestream zu machen und meine Mutter wäre wahrscheinlich auch schon verzweifelt. Insofern, es ist, wie es ist. Wir gehen mit dem Leben und ich erzähle jetzt euch einfach mal ein bisschen, was ich da dank dieser einen E-Mail von Gundula erlebe, indem ich eine Sache weglasse. Also, warum tue ich das überhaupt? Jetzt könnt ihr euch fragen, ist das überhaupt noch, jetzt redet er da über Weizen, jetzt redet er über Weizenwampe. Was hat das überhaupt noch mit Minimalismus zu tun? Ja, das möchte ich euch sehr gerne sagen. Was ist das Ziel des Minimalismus? Warum begeben wir uns überhaupt auf diesen Weg? Weil wir uns nach mehr Einfachheit sehen, weil wir unser Leben leichter machen möchten, weil wir unsere Werte vermehren möchten. Ihr kennt mittlerweile meine Werte: Leichtigkeit, Freiheit, das Gefühl von Freiheit, nicht ein abstruses, kompliziertes Konstrukt, sondern dieses Gefühl von Freiheit. Und dann schreibt mir die Gundula eine E-Mail. Und ich habe es ja in der E-Mail angekündigt, Gundula ist nicht einfach irgendwer, die hat dann einen Papierkurs durchgemacht, wie man papierlos wird. Gundula hat so etwas schön Radikales. Also wenn sie was tut, tut sie es richtig. Also zum Beispiel eben ein Schrank, den ich mir brauchte, der wird mit dem Beil zerhackt. Der Schrank, der geht dann in den Ofen und sie hat mir sogar noch Filme davon geschickt. Und da kam folgende Mail. Ich möchte einfach erzählen, wie das bei mir begonnen hat und wie ich das als Minimalist umsetze. Einfach noch for the record, das ist keine Gesundheitssendung. Ich gebe hier keine Ratschläge. Ich dokumentiere hier meinen eigenen Weg, den ich gehe, und ich tausche mich mit anderen Menschen aus, die diesen Weg gehen, Menschen, die ich als Coach, als Minimalismus-Coach, eigentlich ist es ein ziemlich kompliziertes Wort, begleiten darf. Menschen, die ich irgendwie sonst treffe, Menschen, die mich interessieren. Und jetzt bin ich halt da angekommen wegen dieser einen Mail von Gundula. Also von Gundula kam folgende Mail. Lieber Stefan, das wichtigste Buch in dem Leben jedes Einzelnen ist Dr. Matt William Davies Weizenwampe. Warum Weizen dick und gemacht? Ich habe das Buch bereits, also was für eine Ankündigung, ne? Ich habe das Buch bereits Ende 2019 gekauft gehabt. Allerdings damals noch nicht so weit, dass ich es in aller Eindringlichkeit verstehen konnte. Ja, Gundula, du warst ja damals auch noch nicht so wirklich Minimalistin wie jetzt. Und wir kannten uns ja noch nicht. Und wir sind ja alle auf dem Weg und manchmal braucht es sehr lange. Jetzt habe ich es seit einigen Tagen als E-Book und lese. Es kommt mir vor, als hätte ich den Inhalt noch niemals gelesen. Alles,
was irgendwie mit Weizen und dessen Vorgängern, Abkömmlingen zu tun hat, meide ich seit einigen Tagen strikt. Es geht mir schon viel besser, schreibt sie nach einigen Tagen. Wenn dir, jetzt kommt's, wenn dir dein Leben und das deiner Angehörigen wichtig ist, führt kein Weg an diesem Buch und dessen Befolgung herum. Liebe Grüße von Gundula. Naja, also wenn man so fokussierte Mail schreibt und ich kenne und schätze Gundula. Was habe ich gemacht als Minimalist? Wie gesagt, es geht jetzt überhaupt nicht darum, etwas zu propagieren, sondern euch zu zeigen, wie ich als Minimalist auch gesundheitliche Themen umsetze. Was habe ich gemacht? Sofortprinzip, Buch bestellt und im Rückflug hier nach Nizza habe ich begonnen, das Buch zu lesen und mir ist dasselbe passiert wie bei der lieben Gundula. Es hat mich total reingezogen. Kennt ihr das? Ich sehe, ich will mal schnell schauen, wer ist alles da? Ich begrüße euch herzlich. Wer ist da? Woher seid ihr? Nimmt mich immer wunder, mit wem ich live rede. Viele schauen den Stream ja nach, aber doch eine schöne Anzahl von Menschen sind live dabei. Also was ist passiert? Ich fliege runter. Ich habe sofort das Buch bestellt. Gundula hat mich überzeugt. Und ich gebe es zu, ich habe das Buch noch nicht mal fertig gelesen. Die ersten 30 Seiten haben gereicht. Und ich habe gesagt, ab sofort wieder das wunderbare Sofortprinzip. Verzichte ich auf Weizen. Und früher konnte ich nicht so radikale Entscheidungen fassen. Und ich sage nicht für den Rest meines Lebens verzichte ich auf Weizen. Versteht mich nicht falsch. Ich lasse mich mal auf dieses Experiment ein. Guten Morgen, liebe Birgit aus Freising. Schön, dass du so treu dabei bist, wie viele andere auch. Also, ich habe nicht gesagt, ich mache jetzt den Rest meines Lebens Minimalisten, wir probieren was aus. Wenn es funktioniert, funktioniert's. Wenn es nicht funktioniert, gehen wir weiter. Was behalte ich mit? Ich behalte meine Leichtigkeit. Und ich erzähle jetzt euch zuerst mal, was mich wirklich überzeugt hat, damit ich diesen Weg begonnen habe, dann wie ich ihn sofort umgesetzt habe und ja, was ein bisschen die Schwierigkeiten sind, wie ich es ganz praktisch mache, was meine Ziele sind und wie ich nachher evaluiere, ob ich das weitermachen möchte oder nicht. Also dieser William Davis ist ein amerikanischer Arzt, der ist Kardiologe, hat eine Praxis, nennt sich Präventivmedizin und er hat eine spannende Beobachtung gemacht. Wir wissen es ja, dass in Amerika sehr viele Menschen übergewichtig sind, aber auch bei uns nehmen doch Leute zu. Und was der eigentlich erzählt, ist, dass viele Menschen so eine Weizenwampe haben. Gundula hat mir das so schön eindrücklich geschildert. Stefan, ich habe dann natürlich nachgefragt, was hast du denn da? Was ist das mit dieser Weizenwampe? Und da hat Gundula gesagt, schau mal, Stefan, ich habe einfach ich bin eigentlich schlank, ich war auch schlank und ich habe einfach so einen Bauch wie im 7. Monat schwanger und mein Mann hat das auch. Und ja, das ist das viszerale Fett, also das Fett um die Organe und man weiß, dass das Entzündungen fördert. Er sagt natürlich, ganz alle möglichen Krankheiten können dadurch entstehen. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber etwas fand ich schon krass. Einerseits schildert dieser William, steht jetzt William, schildert, dass er hat jeden Tag mehrere Kilometer gerannt und hat eigentlich gesund, aus seiner Sicht gesund gegessen, viel Vollkorn und hat sich gefragt, dann lag er mal am Strand, schlafend und seine Frau hat ein Foto gemacht und dann hat er gesagt, ich habe dann so gesehen, wie mein Wabbelbauch, wie der so runterhängt und das hat ihn dann irgendwie so ein bisschen abgestoßen und dann einfach eine Zahl, die ich mit euch teilen möchte, die fand ich echt krass. Ich habe sie natürlich nicht überprüft, ich bin auch nicht Arzt, aber ich zitiere jetzt einfach mal, ich gehe davon aus, dass das stimmt. Ne? Es gibt den sogenannten glykämischen Index, also der besagt eigentlich jedes Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, wie ist da die Insulinausschüttung, beziehungsweise eben, wie lässt es den Blutzucker ansteigen. Ne? Und er sagt, das Vollkornbrot hat einen glykämischen Index von 72. 72. Zucker, der Haushaltszucker, der weiße Zucker, hat anscheinend einen glykämischen Index von 59. Was heißt das? Das bedeutet, dass
Vollkornbrot. Das wir wahrscheinlich alle denken, das ist gesund, lässt den Blutzucker mehr ansteigen, mehr Insulin. Und Insulin ist dann verantwortlich, anscheinend, ich zitiere wieder hier, für die Fettablagerung. Das wusste ich nicht. Wusstest du das? Wusstet ihr das? Vielleicht wisst ihr das ja alle und nur ich wusste es nicht. Und dann hat er gesagt, schau mal, er hatte ganz viele Patientinnen und Patienten als Kardiologe, die glaubten, einen gesunden Lebensstil zu haben. Die glaubten, dass sie machen viel Sport, 5-mal die Woche, gehen ins Gym, also ins Fitnessstudio, wie es auf Englisch heißt. Und trotzdem sind sie übergewichtig, trotzdem sind sie nicht fit, trotzdem haben sie keine Energie, trotzdem sind sie erschöpft. Und hat mal zurückgedacht, seine Großeltern, so 1950er Jahre, die haben eigentlich nicht so viel Sport gemacht. Seine Großmutter hat vielleicht den Boden mal gewischt oder so, Kleider aufgehängt. Und die waren alle schlank. Und das hat ihn so als Arzt interessiert. Und er ist dann in die Recherche gegangen. Und er hat herausgefunden, dass der Weizen sich total verändert hat. Und ja, die Gundula gibt ein Kompliment. Komplimente sind wichtig. Du machst es hervorragend, lieber Stefan. Wie gesagt, fahr mal einen Moment runter. Wenn es klappt, klappt. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ich bin ja auf diesem Weg dank Gundula. Schaut, ihr Lieben, ich wollte einen Livestream machen. Ich wollte mich mit Gundula austauschen. Wie macht sie es? Wie setzt sie es um? Und es rennt uns nicht davon. Ich werde jetzt einfach ein bisschen über das Thema reden, was bei mir passiert. Ich improvisiere. Das ist Minimalismus. Das ist die Kunst der Leichtigkeit, die Kunst der Einfachheit. Ich muss ja auch nicht eine Stunde füllen. Und wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Und dann probiere ich es mit Gundula das nächste Mal. Das nächste Mal habe ich einen neuen Laptop mir gekauft, ein neues Programm. Vielleicht beherrsche ich es dann noch nicht, aber wir werden, wenn wir dranbleiben, dahin kommen. So, danke für die Blumen, liebe Gundula. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen geschmeichelt, ja. Nee, was wollte ich erzählen? Komplimente sind gefährlich. Komplimente sind gefährlich. Ja, er sagt eben, die staubsaugende Großmutter, die hat einen anderen Weizen gegessen. Er beschreibt das sehr detailliert, das konnte ich mir da auch alles gar nicht merken, dass es dann Emma und Urweizen gab. Ich will jetzt euch da nicht langweilen. Und dann wurden die Weizen verändert. Nicht nur genetisch, sondern auch durch Züchtung. Es kamen immer mehr Chromosome dazu. Und er sagt, heute ist fast in jedem Nahrungsmittel Weizen dabei. Weizen. Und er sagt, das ist nicht gesund. Und wenn wir das weglassen, er sagt, es ist wichtiger, den Weizen wegzulassen, als den Zucker wegzulassen. Ich mag so klare Aussagen. Wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was da drin steht. Jedenfalls hat mich das überzeugt und ich habe gesagt, ich gehe sofort in die Umsetzung. Ich habe am Abend noch die letzte Weizenmahlzeit gegessen. Gewusst, am nächsten Morgen gibt's nicht mehr. Und ich bin ja schon Vegetarier, einfach seit eh und je. Und ja, wenn du natürlich Fleisch isst, kannst du Lammfleisch und kann dieses und jenes und so, das kann ich nicht. Und ich habe dann gedacht, was esse ich denn da? Okay, dann habe ich ChatGPT gefragt, weil ich bin noch nicht durch mit dem Buch. Ich bin noch nicht mal durch mit dem Buch und ich setze es um und ich erzähle euch davon, weil ich möchte ins Tun kommen. Ich sage ja immer, die Hohlfreude, wieder so ein schönes minimalistisches Prinzip, ich sage, wenn ich 2-3% an Wissen habe, fange ich mit dem mal an und gehe in die Umsetzung und in die Erfahrung. Und es ist Folgendes passiert. Und das ist echt spannend. Ich mache das jetzt seit 2 Wochen. Ne? Am 1., 2. und 3. Tag hatte ich das Gefühl, dass ich verhungern muss. Ich habe genug gegessen. Ne? Ich habe ChatGPT gefragt, was esse ich denn noch? Dann sagt ChatGPT Protein, also Tofu, Käse, Linsen und so weiter. Protein, Fett und Gemüse. Also jeden Morgen mache ich mir ein super feines Omelett. Ich gehe an den Markt, kaufe mir biologisches Gemüse, Grünzeugs und tue das anbraten, Omelett dazu. Ich liebe dieses Grünzeugs. 2-3 Tage, ich denke, ich verhungere. Und dann ist etwas Zweites passiert. Das sind sogenannte Entzugserscheinungen. Er schreibt ja, dieser Weizen geht überall in unseren Körper rein, sogar ins Hirn. Und dann ist was Zweites passiert. Abends habe ich immer wirklich sehr viel Gemüse gegessen, gutes Gemüse, reichhaltiger. Früher war doch auch als Vegetarier mehr Gemüse, so ein bisschen Beigemüse, ne?
Und jetzt da Aubergine und wir haben da gekocht und jedes Mal eine feine Linsensuppe vorneweg mit frischem Koriander drin. Und hey, ich habe diese Aubergine, das ist einfach das erste Gemüse, das du kannst. Und Aubergine mochte ich früher okay, dann habe ich gelernt, sie zuzubereiten, mochte ich sie sehr gut, aber jetzt bin ich echt verliebt in diese Aubergine. Und ich esse diese Aubergine und ich habe das Gefühl, ich habe noch nie in meinem Leben so was Gutes gegessen. Meine Frau arbeitet ja in der Krippe und die hat so einen kleinen Jungen und sagt, du erinnerst mich an den kleinen Jungen, weil immer wenn der isst, macht er auch so und das ist jeden Tag wieder passiert. Und früher konnte ich nicht jeden Tag Eier essen. Jetzt mache ich aber jeden Morgen dieses Omelett und es bekommt mir gut. Das Zweite, ich habe mir im Naturalia Bioladen Bionüsse gekauft. Cashew, Walnüsse. Und immer wenn ich so Naschsehnsucht habe, nehme ich so zwei Nüsse. Meine Jungs haben jetzt auch angefangen, die sind im Moment voll auf Zucker und ich versuche den immer wieder zu entziehen. Aber sie finden den immer irgendwo. Zucker, ne? Danach kommt eine kleine Geschichte, das ist unglaublich. Also, meine Jungs finden den Zucker, ich meine den Zucker, aber sie essen jetzt auch die Cashewnüsse. Und die sind jetzt leer. Ich gehe nachher Cashewnüsse kaufen. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer. Ich muss es einfach aushalten. Den Entzug muss ich aushalten. Und ich bin daran, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und wann ist es wirklich schwierig? Ja, Frankreich, das Land der Croissants. Mein lieber Freund Fadi, mein Stammcafé, mein Lieblingscafé, da gehe ich immer früh morgens hin, der hat so italienische Croissant à la Crème mit Vanillecreme drin und seit Jahren war das ein Ritual, das gehört so dazu. Und ich kaufe es immer noch für meine Söhne, ich setze mich dazu, aber es ist gar nicht so schlimm, weil was ist der Fokus im Minimalismus? Nicht das, was wir verlieren, sondern das, was wir gewinnen. Natürlich mit meinem Sohn beim Kinderarzt und mein Sohn musste dann auf die Waage stehen. Ich möchte auch auf die Waage stehen. Ich habe nicht mal eine Waage. Und ich Kilo. Philipp, kann ich auch schon auf die Waage? 83 Kilo. Als ich vor 17 Jahren beim Fernsehen angefangen habe, ist etwas passiert. Ich war wirklich immer schlank. Ich musste nie irgendwie auf irgendwas schauen. Aber dann habe ich ein Jahr Kantine France, Schweizer Fernsehen, ein Jahr Kantine France, 10 Kilo zugenommen. Und gewisse Leute machen sich lächerlich, wenn schlanke Leute finden, dass sie zu dick sind. Aber einfach, wenn du merkst, das ist ein bisschen, irgendwie ist mir unwohl. Es ist einfach so. Und das ernst nehmen. Und deshalb habe ich gesagt, ich will das jetzt mal probieren. Ich will probieren, ob, auch wenn nur 10%, wenn nur die Essenz wahr ist von dem, was er schreibt, ich möchte die Erfahrung haben. Und was passiert ist, ich habe seither keinen Zucker mehr gegessen, mit 3 Ausnahmen. Ihr müsst mich wirklich verstehen. Ich hatte früher eine Donutbäckerei. Ich liebe Süßigkeiten. Ich konnte immer alles reinstopfen. Ich habe es nie gesehen. Mit 30 hat das dann irgendwann gedreht und ich versuche seit langem den Zucker loszuwerden. Und jetzt gelingt es mir so wie nebenbei. Ich nehme Kaffee ohne Zucker. Ich mochte es früher nicht. Ich gebe mir den Geschmack. Okay. Ich gewöhne mich dann. Okay. Jetzt könnte man sagen, Kaffee ist eh nicht gut und Milchprodukte kannst du auch noch gerade weglassen. Nee. Wir Minimalistinnen und Minimalisten machen eins nach dem anderen. Ich möchte jetzt einfach mal den Effekt sehen vom Weizen. Ne? Und Nebeneffekt, ich kann auf Zucker verzichten, total einfach. Jetzt lese ich schnell die Kommentare und dann erzähle ich euch, was passiert ist. 3-mal habe ich verstoßen gegen die Zuckerregel und ich habe es total bereut. Also, Lucia Studer schreibt, ich habe schon lange überlegt, ob ich das Buch kaufen soll. Danke für den Anstoß. Nun werde ich es mir als Hörbuch herunterladen. Interessantes Thema. Grüße von Lucia. Danke. Das finde ich ja das Schöne. Weißt du, am Anfang habe ich mit den Leuten aufgeräumt. Ich räume immer noch mit den Leuten auf. Ich habe relativ schnell gesagt, ich bin nicht ein Aufräumcoach, sondern ein Befreiungscoach. Ich helfe den Menschen, Dinge loszulassen, eigentlich da, wo sie sich selbst im Weg stehen. Und diese minimalistischen, ganz einfachen Prinzipien
ins Leben zu holen. Und für mich geht es weiter. Ich habe es aufs Trauen angewendet. Ich wende es jetzt aufs Business an. Ich gehe nachher wieder raus. Ich drehe gerade eine Serie für YouTube. Minimalismus im Business. Wie können wir das übertragen? Also für mich war das Aufräumen der Anfang. Dann schreibt die Gundula: Wenn wir ab und zu beim Bäcker frühstücken, nehme ich nur noch einen Cappuccino zu mir. Und der schmeckt köstlich. Vorher war es immer noch eine Brezel mit Butter. Genau. Es sind Gewohnheiten. Mich würde dann noch wundern, vielleicht schreibst du es einfach so im Chat rein, liebe Gundula. Was hat dir geholfen? Hattest du auch so Entzugserscheinungen? Also, ich habe an einem Sonntag verstoßen. Ja, gute Frage, Karin, gute Frage. Ich komme nachher gerade drauf. Schwarze Schokolade. Meine Frau mag das nicht, hat es auf den Tisch gestellt. Ich, ja, jetzt kann ich doch so ein kleines schwarzes Stückchen nehmen. Ne? Ich habe das gegessen und nach der Hälfte, mir wurde echt schwindlig. Und ich war den halben Tag irgendwie nicht bei mir. Ich war so richtig, wenn ich Alkohol getrunken habe, ich trinke keine Alkohol, deshalb kann ich es nicht so gut vergleichen, aber mir war nicht wohl. Und ich habe gesagt, ich fasse das Zeugs nicht mehr an. Gestern war ich in einem super schönen Café mit meiner Freundin Bernadette und da haben sie mir, weil der Kaffee ein bisschen übergeschwappt ist, 2 kleine Kekse dazugegeben. Wieder die Versuchung kommt ja immer. Ich habe gesagt, nein, für mich ist es einfacher, wenn ich jetzt einfach mal 6 Wochen komplett verzichte, weil dann weiß ich es, es liegt wirklich an dem. Und mir hilft das, andere denken gerade, bist jetzt radikal, du musst doch nicht so extrem sein. Doch, mir hilft es. Weil wenn ich jetzt mal wieder überlegen muss, soll ich jetzt eine Ausnahme machen, soll ich jetzt keine Ausnahme machen, das ist eben KISS. Wir Minimalisten mögen es einfach. Keep it simple. Eine Not-to-do-Liste. Nein, das machen wir nicht. Punkt. Interessant, Gundula schreibt, ich hatte fast keine Entzugserscheinung, da ich die Umstellung schon vorher absorbiert hatte. Nur der Kopf hatte nicht so richtig mitgemacht. Damals. Ja. Ich gebe gerade guten Morgen, liebe Karin, was machst du mit Pasta und Reis? Karin, Gundula hat mich sehr klar aufgeklärt. Ich habe echt gewusst, worauf ich mich einlasse, bevor. Er empfiehlt ja eigentlich, möglichst viel von diesen Sachen wegzulassen. Ich habe noch nicht das ganze Buch gelesen. Es wird sicher noch mal ein Follow-up-Leistung gehen. Diesmal erzähle ich nur, wie ich in die Gänge gekommen bin, warum ich so schnell bekomme. Was sind so die ersten Schritte? Ich lasse Pasta, also alles, was Weizen drin ist. Im Reis ist ja kein Weizen drin, aber ich habe jetzt nicht den glykämischen Index von Reis gegoogelt. Vielleicht macht das jemand schnell. Ich lasse im Moment auch Reis weg. Gestern hat mir die Freundin, die bei uns wohnt, hat sie mir so Linsenpasta gemacht. Die waren echt gut. Habe ich zum ersten Mal so wieder das Gefühl von Pasta gehabt. Was ich esse, ist Hirse, einmal die Woche. Was ich esse, ist Polenta. Aber sonst bin ich echt, mein Fokus ist voll auf Gemüse. Ich mache mir am Mittag oft so Tofu, den ich anbrate. Genau. Da kommt die Antwort. Das hatte mir eben Gundula damals gesagt. Oh, Birgit sagt Fehler. Hier keine Pasta, kein Reis, keine Kartoffeln. Gilt bei mir prima. Erzähl noch schnell, warum die Kartoffeln. Soweit bin ich noch nicht. Ja, mir hilft es, wenn ich jetzt einfach mal auf vieles komplett verzichte. Und ich sage bewusst, wir gehen ja morgen nach Zypern für einen Monat mit all meinen Kindern, gehen dann da ins Haus von Mama. Ich war längstens 10 Tage da, das ist jetzt mal was Neues. Gundula schreibt gerade, Kartoffeln haben so viele Kohlenhydrate. Ich bin natürlich auch ein bisschen neugierig. Zypern ist doch ein anderes Land, da kenne ich nicht all die Supermärkte. Vielleicht gibt's gar keine Bio-Supermärkte, aber ich mache es einfach. Also ich habe mir so gesagt, wie kann ich es einfach machen? Einen Morgen mache ich ein Omelett oder ich mache ein griechisches Joghurt, natürlich ohne Zucker, mit Nüssen drin und so weiter und so fort. Ich bin jetzt aber meistens beim Omelett mit Grünzeug. Wenn ich Hunger habe, nehme ich noch ein griechisches Joghurt dazu und am Mittag hauptsächlich Protein und Gemüse, was Einfaches. Und am Abend esse ich wirklich mehrere Gemüse. Ich mache jetzt jedes Mal noch so eine kleine Linsensuppe dazu. Ich versuche es einfach zu machen. Die roten
Lotticorei heißt es auf Französisch, die heißt es auch, die roten Linsen, die sind echt schnell gekocht. Ein bisschen Kokosmilch rein. So viel mal zur praktischen Umsetzung. Ja, Birgit, danke. Jetzt habe ich dann fast alles erzählt, was ich zu erzählen habe. Buchweizen ist empfehlenswert, ein Pseudogetreide. Davon gibt es auch Nudeln. Es hat einen niedrigen glykämischen Index. Genau, das wusste ich natürlich. Ich muss gestehen, ich war früher nie so mit Buchweizen. Die berühmtesten Krebs aus der Normandie, das sind ja Krebs Sarrasin, also das ist der Buchweizenkrebs. Und das habe ich noch nicht herausgefunden, ob da wirklich nur Buchweizenmehl drin ist oder ob das doch noch irgendwie vermisst ist. Wenn jemand das wüsste, schreib's doch bitte kurz rein. Ich bin nämlich gestern an so einer Creperie vorbeigegangen, hatte total Hunger und habe dann gesagt, nee, das finde ich zuerst raus. Also eigentlich ist es total einfach. Und was ich auch gemerkt habe, und das ist das Schöne, wenn du mal weglässt, mutig weglässt und einfach mit den Sachen hantierst, die du hast. Hey, was, es ist echt einfach. Und ich tue jetzt nicht meine Ernährungsumstellung auf meine Kinder übertragen. Ich schaue schon, ich habe denen nie gern so Nutella und so gekauft. Da bin ich echt zurückgehalten und Cornflakes und so. Aber die sollen essen, natürlich sollen die essen. Lucia schreibt weiter, danke. Es gibt Sojapasta, Dinkelpasta und Linsenpasta. Kartoffeln haben gekocht und abgekühlt resistente. Okay. Ja, genau. Was ich echt spannend finde, ich rede ja sonst mit den Leuten nicht so übers Essen. Wir reden über andere Themen, über Loslassen. Wie geht's dir da? Welche Glaubenssätze hast du denn so? Was möchtest du sonst noch alles loswerden? Und plötzlich frage ich natürlich so in die Runde, wer macht das? Und ich finde heraus, dass eigentlich sehr viele Menschen, aus was für Gründen auch immer, auf Weizen verzichten. Miriam hat mir ein schönes E-Mail geschrieben. Sie hat mir erlaubt, dass ich das zitieren darf. Nicht die Business-Astrologin Miriam, sondern die Miriam, die in unserem Jahreskurs ist und bei Leichtigkeit leicht dabei die Yoga-Lehrerin aus Wien. Ihr kennt sie war auch schon in der Sendung. Lieber Stefan, super, schon 2 Wochen. Es wird immer leichter, das kann ich sagen. Miriam, das kann ich echt bestätigen. Ich habe das Buch erst gelesen, als ich schon auf den Weizen verzichtet habe. Ein aufklärendes Buch, das einem die Augen öffnet. Ich habe seitdem verzichtet darauf. Ich verzichtet habe, keine Darmprobleme mehr. Ich habe sogar etwas abgenommen und die Bauchschmerzen sind weg. Unser Weizen ist so überzüchtet, dass er uns einfach schadet und müde macht, schreibt Miriam. Freue mich auf die Folge. Seitdem ich darauf verzichte, merke ich, wo überall Weizen drinnen ist, nämlich fast überall, wo ich es nicht vermuten würde. Im Supermarkt schaue ich genau und beim Essen gehen auch. Es ist halt billigst und wird daher von der Lebensmittelindustrie gerne verwendet. Schön langsam findet aber bei vielen Menschen ein Umdenken statt. Das habe ich eben auch festgestellt. Und jetzt, Gundula, schreib doch noch ein bisschen rein. Du hast ja echt, Gundula ist 77, vielleicht ist sie mittlerweile 78. Ich weiß es einfach, weil du hast mal gesagt, dass du denselben Jahrgang wie meine Mama hast. Schreib doch uns noch ein bisschen rein, Gundula. Du bist mir jetzt, wie viel, 2 Wochen voraus? Wie lange machst du schon? 4 Wochen? Was du so merkst, das geschieht bei den Gelenken. Dein Mann macht ja ein bisschen mit. Mich jetzt ziemlich wundernehmen. Ja, ich frage jetzt noch mal in die Runde. Gibt es andere von euch, die das schon machen? Gundula wird im August 78. Dann bist du wahrscheinlich eine Löwin, so wie meine Geschwister auch. Ja. Ja. Hey, das ist es. Ich kann euch eigentlich gar nicht mehr sagen, außer hey, juhe, ich bin auf dem Weg. Ich habe das Sofortprinzip umgesetzt. Ich habe das KISS-Prinzip umgesetzt. Eben, ich mache es einfach. Ich tue es nicht. Ich bin auch jemand, ich kann fast jeden Tag dasselbe essen mit ein bisschen Modifikationen. Einmal mache ich eine rote Linsensuppe, einmal nehme ich braune Linsen, einmal nehme ich irgendwie ein Krautstielblatt dazu, einmal nehme ich frischen Koriander dazu. Also mit kleinen Variationen kann man echt viele Geschmacksrichtungen ändern. Und was ich echt auch merke, ist, dass mein Geschmack sich total entwickelt. Also ich habe
früher so Aubergine nicht so empfunden. Ich habe Fenchel nicht so empfunden. Und ich mochte zum Beispiel auch keine grünen Säfte. Das hat mir mal mein Arzt, der Philipp, erzählt, dass das echt so gesund ist, die grünen Säfte. Es gibt ja bei jedem Thema Leute, die wieder mit einer Studie kommen und sagen, nee, das ist nicht gesund. Also früher habe ich gedacht, so Säfte sind gesund, dann weiß man, das ist auch Zucker, es ist Fruchtzucker. Da hat mir der Philipp gesagt, hey, mach doch Stangenselleriesaft, Gurkensaft. Jetzt mache ich oft Stangensellerie, Gurken, Kurkuma, Ingwer, ich tue noch einen Apfel und eine Orange rein. Mein bald 14-jähriger Sohn, der Leo, der trinkt das mit und freut sich. Ja, inzwischen hat Gundula, schau mal, wie schön, ich kann jetzt einfach so locker drauf hinplaudern, weil ich erzähle über Dinge, die ich wirklich erlebe, die ich jeden Tag tue. Ihr plaudert schön mit. Ja, es war geplant als Gespräch mit Gundula. Und dieses Gespräch wird's geben. Dann sind wir halt dann vielleicht einen Monat weiter, wenn wir dann Bilanz ziehen. Vielleicht haben dann einige von euch auch begonnen, in die Umsetzung zu gehen. Dann schreibt es mir und ich lade euch ein und wir reden zu dritt oder zu viert. Bis dann habe ich auch eine bessere App. Ja? Ich hoffe, es ist dann besser. Ne? Wir wissen es einfach immer erst, wenn wir es probiert haben. Und das habe ich immer wieder gelernt. Das Wichtigste auf diesem Weg ist immer wieder unsere Vorstellungen loszulassen, wie es sein sollte. Unsere Werte sollten wir nie loslassen. Für mich muss es leicht sein. Aber es wäre nicht leicht gewesen, wenn Gundula sich nicht wohlgefühlt hätte. Sie hat mich fast nicht gehört. Ich habe sie super gehört. Sie muss es auf dem Handy machen. Sie hat keine Haltung. Und dann ist es manchmal einfach gut, etwas sein zu lassen. Ich wollte gestern alle meine 8 Videos abdrehen. Es war so schönes Wetter in Nizza. Jetzt ist es leider nicht so schön. Vielleicht kommt die Sonne noch, vielleicht nicht. Dann ging noch die Batterie auf dem Handy runter. Wir waren hochgeklettert auf den Berg, wo wir runtergesehen haben. Und dann war die Batterie alle. Stativ aufgebaut. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, diese Frustrationstoleranz. Hey, wenn ihr die schafft, wenn ihr die könnt, wenn ihr euch nicht abbringen lässt von dem Weg, den ihr euch selbst aufgegeben habt, und zwar auf eine ehrliche Art und Weise. Nicht, weil ihr denkt, ihr müsst oder weil die Gesellschaft erwartet oder weil ihr in euch drin spürt, weil ihr eure Werte entwickelt habt und weil ihr sagt, diese Werte mag ich so sehr, dass ich sie ernst nehme, dass ich sie befolge und dass ich alles tue, um dahin zu gelangen. Und wenn es euch dann noch gelingt, diese Frustrationstoleranz an den Tag zu legen, hey, dann ist sie da, die Leichtigkeit. Dann ist sie da. Wir waren oben auf dem Berg und es hat nicht geklappt. Es war alles aufgebaut und die Batterie war alle. Hätte ich mich aufregen können, dass ich da eine Ersatzakkubatterie mitgenommen habe, hätte ich mich aufregen können, dass ich noch telefoniert hatte und das ist rückwärts gerichtetes Mangeldenken. Dann hat Bernhard etwas echt Spannendes gesagt. Sie hat gesagt, weißt du was, morgen ist die Sonne besser, weil jetzt bist du mit Gegenlicht. Hast du das La Baie des Anges, also die Engelsbucht im Hintergrund und bist mit Gegenlicht, du bist dunkel. Am Morgen sieht man dich dann besser. Also Fokus auf das Positive. Was gewinnen wir, wenn wir etwas loslassen? Jetzt sind die Antworten da. Gundula schreibt, seit Beginn keine Handgelenkschmerzen mehr. Beim Ameisenlaufen der Beine abends im Bett ist weg. Musst du mir, glaube ich, das Ameisenlaufen. Musst du mir erklären, weiß ich nicht. Eine Kurzatmigkeit, Singen im Kirchenchor und Laufen bergauf ist weg. Krass. Ganz interessant. Meine Lieblingssüßigkeit waren süße Schweinsohren mit Schokolade. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Das ist das Schöne. Ich habe mit Menschen zu tun, die ich nie getroffen hätte. Das finde ich so schön, wenn ihr diesen Weg geht, wenn ihr spürt, das ist meins, zieht ja auch so Leute an. Ja, Gundula, Schweinsohren. Ich kannte das nicht, ich muss vielleicht mal ein Foto schicken, dass ich das mal kennenlerne. Also ich werde es nicht testen. 130 kH pro Tüte, 200 Gramm. Ameisenlaufen, Restless Legs. Und jeden Tag eine Tüte war Pflicht. Was geschah dann? Immer wieder Ausschlag am Körper. Spannend, spannend, spannend. Ich lese da gerade weiter. Seit der Umstellung kein Ausschlag mehr. Kein Ausschlag mehr. Krass. 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 Ja, also, ich meine, ich fühle mich wirklich sehr gesund und trotzdem haben mich die Argumente überzeugt. Und ich habe, seit ich in Madagaskar war, irgendwie ein bisschen komischen Bauch. Und
irgendwie möchte ich da ein bisschen mehr Leichtigkeit auch in meinen Bauch bringen. Sehe ich schon etwas? Nein. Fühle ich schon etwas? Ja. Bei mir sind es im Moment, ich muss das ehrlich sagen, kleine, minime Effekte, eben, dass ich mehr empfinde, dass es mir total leicht fällt, auf Zucker zu verzichten, dass ich Grünzeugs lieber mag. Früher so grüne Säfte habe ich eben auch so die Nase gerümpft, Kurkuma, aber eigentlich nicht so stark im Geschmack. Ich lese weiter. Funktioniert ja wunderbar so. Das ist bei dir auch so, nach der Umstellung keinerlei Lust mehr auf Süßigkeiten. Mein Mann kann Süßigkeiten essen, interessiert mich nicht mehr. Hey, das ist ja bei mir auch so. Ich sitze daneben, ich kaufe Croissants à la Crème für meine Kinder und meine Söhne und meinen Besuch und alle. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwie müsste. Das ist das Thema Verzichten. Und Verzichten ist auch so im Kopf. Also, die Leute denken ja oft, wenn ich kein Fleisch esse, oh, wenn du wüsstest. Und das Schöne ist, als Minimalist oder Minimalistin müssen wir nicht jede Erfahrung machen. Ich hatte jetzt noch Besuch von Dr. Linda und dann hat sie gesagt, komm, lass doch kochen. Und die Chrisna, die bei uns wohnt, hat dann irgendwie, also Linda hat dann Chrisna Geld gegeben, um gutes Lammfleisch einzukaufen. Und dann haben die da große Fleischparty gemacht. Ne? Und dann haben alle gesagt, oh, ist so gut. Und schade, dass du das nicht erleben kannst. Schade, dass du darauf verzichtest. Nicht so hast daneben und sagen so, nein, ich freue mich doch, dass ihr diese Erfahrung macht. Positiv, jetzt nur noch Bauch wie Schwangerschaft im 4. Monat. Juhu, 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 juhu. Also ich bin seither noch nicht auf die Waage gestanden. Ich habe nicht mal eine Waage. Ich gehe dann nächstes Mal, wenn ich mit dem Kleinen wieder bei Philipp bin, dann gehe ich auf die Waage. Eben als Minimalist muss man nicht alles besitzen. Ich muss jetzt auch nicht die Zahl haben. Ich kann das ein bisschen locker angehen. Ich spüre, wie ich mich fühle. Bessere Schlafqualität, fit, fit, fit. Ja, eben. Nochmal, wir reden hier über unsere persönliche Erfahrung, so ich, Herr Gundula, sind am Anfang, das ist keine Gesundheitssinn, es ist einfach Sharing Experience. Also wir tun das, teilen, was wir so erleben und vielleicht die Art und Weise, ich muss schon sagen, vor meiner Zeit als Minimalist hätte ich das nie so gut umsetzen können. Ich werde jetzt dann das Video aufnehmen, wie du in einem Tag das erreichen kannst in deinem Business, was du in 5 Tagen erreichst. Und eben, weil wir es einfach tun, weil wir fokussiert sind, weil wir uns auf die Essenz, auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist der Unterschied im Minimalismus. Ich bin ja dabei, jetzt mich zu weiter zu wandeln vom Minimalisten zum Essentiellen. Ich mache ja mit mehreren, sind wir dabei im April, diese Essenzloge für Unternehmerinnen und Unternehmer zu gründen. Und wie schaffe ich in einem Tag, was ich in 5 Tagen schaffe? Und das merke ich eben nicht nur im Business bei mir mit dem Essen, bei der Art und Weise, wie ich Konflikte löse, und dieses Radikale, dieses gnadenlos Ehrliche, das zieht sich bei mir überall durch. Gundula hat auch keine Waage, aber einen Anorak, der noch etwas spannt. Genau, jetzt müssen wir die Frustration, das ist nicht Wunderheilen. So. Birgit schreibt, die Wissenschaft beschäftigt sich ja immer stärker mit individualisierter Ernährung. Ich weiß genau, was mir gut tut und was nicht. Total spannend. Ich habe vor vielen Jahren im Economist, ein Wirtschaftsmagazin, Titelstory gelesen. Die haben damals geschrieben, die Ärztin oder der Arzt der Zukunft wird nicht mehr uns behandeln und unsere Krankheit, sondern unsere Bakterien im Darm. Heute spricht man von Mikrobiom. Übrigens, der Dr. William Davis, habe ich dann natürlich gesehen, hat auch ein Buch über das Mikrobiom geschrieben. Und ich wollte es bestellen, 3, 4 Bücher von ihm, weil ich habe mir echt mich angefressen da und dann gemerkt, es dauert so lange aus Amerika diese Bücher zu bestellen, es wird irgendwie Mai und ich möchte es in Zypern lesen und ich habe jetzt einen ersten Kindle bestellt. Ja, ich gebe es zu, in der Akademie des Minimalismusbüro ist das eine Lektion, lern doch mal
doch mal ein Buch digital zu lesen. Ihr seht, ich bin da noch altmodisch. Ich mag es halt schon. Ich streiche gern an, ich schreibe gern rein und ich mache jetzt aber dieses Experiment, weil ich nicht 3 Monate auf das Mikrobiombuch warten möchte. Also ich ziehe da auch wieder das Positive raus, habe die 120 Euro, oder was es sind, investiert, mit der Hülle vielleicht 130. Natürlich finde ich es nicht so cool, dem Jeff Bezos noch mehr Geld, aber okay, es ist wie es ist. Wenn es mir dient, dient es mir. Ich werde es ausprobieren. Und ich bin dann echt gespannt, ob es mir gelingt. Aber wir fliegen jetzt wirklich ganz mit leichtem Gepäck. Jeder darf nur Handgepäck haben. Es werden richtig minimalistische Fähren. Mittlerweile wollen die Airlines ja bis zu 100, 200 pro Kilo, Franken, Euro pro Gepäckstück. Und ja, das passt jetzt auch zum Minimalismus. Das ist mal meine Widerstände zu überwinden. Das ist immer wichtig, dass wir so die Komfortzone, meine Komfortzone ist ein Buch in den Händen zu halten, zu blättern, zu schreiben, anzustreichen. Das ist die Komfortzone. Und die verlasse ich jetzt mal. Ich habe da noch dieses kleine Teil und muss dafür nicht so viele Bücher. Das nehme ich natürlich schon mit. So, jetzt wieder ganz viele Kommentare. Es geht ja super, wenn ihr so mitmacht und aktiv seid, dann ist es ja gar nicht so schlimm, wenn mal die Technik noch nicht so klappt. Also, Gundula schreibt weiter. Minimalistisches Essen war mir schon immer wichtig, also Essen von der Hand in den Mund. Ganz wichtig. Unser Garten hat viele Wildkräuter, die esse ich jeden Tag. Nicht viele, aber regelmäßig. Ja, ich war in der Krippe vom Kleinen, von Lulis, und die hatten da so draußen so Kapuzinerkresse, und da habe ich mich gefreut und habe dann einfach ein Blättchen gepflückt und habe es reingestopft, und die eine Betreuerin hat mich ganz komisch angeschaut. Ich weiß aber nicht, hat sie mich komisch angeschaut, weil sie dachte, ich klaue da ihre Kapuzinerkresse, oder weil sie selbst gar nicht wusste, dass man die Blume essen kann. Immer auf den Bauch hören, schreibt Gundula, worauf habe ich gerade Appetit, außer Weizen, Roggen, Gerste. Ich liebe ja Gerstensuppe. Also das vermisse ich dann schon. Aber ich gehe dann mal tiefer ein bisschen rein in Buchweizen. Und wichtig, Alkohol in jeder Form ist nicht gut für den Blutzucker. Besonders Bier trinke ich zum Glück eh nicht. Ja, von daher. So, ich glaube, das reicht für heute. Ich bin sehr positiv überrascht am Anfang. Ich und Gundula, diesen Technikstress, ich bin ja wirklich in diesem Technikstress. Ich habe sogar ein Video gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ist jetzt wieder irgendwie das Bild nicht gut genug. Ich habe mich echt gelöst und ich löse mich immer mehr von Dingen, die mich stressen, indem ich sie trotzdem tue, indem es mir einfach egal ist, indem ich mich jedes Mal frage, okay, welche Erwartung kann ich noch loslassen? Das Einzige, was für mich zählt, ist, ich stehe gern am Sonntagmorgen auf, ich mache diesen Livestream, und wenn mal nur der Ton klappt, ich ziehe das einfach durch, weil es mir wichtiger ist, meine Gewohnheit zu halten, als das perfekt zu machen. Weißt du, ich komme aus dem Fernsehen, ich mache Tagesschau-Beiträge, ich mache Dokumentarfilme für Hunderttausende von Menschen. Ja? Und da muss jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt. Und es wird nochmal gegengelesen. Und da klappt manchmal etwas nicht. Und das Spannendste im Fernsehen ist immer, wenn die Technik ausfällt, wenn im Studio das Licht ausfällt, dann schauen alle zu. Ich habe mal einen Beitrag gemacht über einen Schweizer Unternehmer, dem die Konten geschlossen wurden. Der musste plötzlich ohne Bankkonto leben. Und es war ganz schlimm, hat alles verloren, konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Und dann habe ich den Beitrag fertig gemacht und bin ausnahmsweise mit dem Auto nach Hause gefahren. Und dann komme ich zu Hause an und dann schreibt der Beil, was ging ja nicht und was ist denn los? Und der Beitrag war ja abgerissen. Kommt auch im Fernsehen vor. Hab dann am Montag nochmal gespielt, kompletten Beitrag nochmal. Also, da ein bisschen locker sein, das tut mir immer gut. Ja, ich gehe jetzt raus, mache 5 Videos. Ich habe gestern begonnen. Mein Ziel war, die 8 Minimalismusprinzipien an 8 Orten, wo es passt, in Nizza aufzunehmen. Ganz eine einfache Idee, ganz ein einfaches Konzept, und ich will es unbedingt noch fertig geschnitten haben, bevor ich morgen früh um 6 los nach Zypern gehe. Warum? Weil ich gerne Sachen habe, die abgeschlossen sind, weil ich gerne im Fluss bin, weil ich die Sachen gerne einfach habe. Wenn ich jetzt das nicht fertig habe,
dann trage ich das mit und ja, bin da halt schon ein bisschen Schweizer, ein bisschen Europäer. In Deutschland sind ja, glaube ich, auch so. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich bin gestern noch so lange am Computer gesessen, habe schon geschnitten, bis mir der Nacken wehgetan hat. Und da bin ich halt auch. Also diese Leidenschaft für das, was wir tun, bei mir gehört das dazu. Nun wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag. Ich hoffe, dass bei euch auch noch ein bisschen ähm, die Sonne rauskommt und am nächsten Sonntag ist Ostersonntag. Ostersonntag. Und ja, ihr kennt ja vielleicht einen alten Pfarrer, Georg Schmid. Ich hatte den schon mal in einem Livestream. Der ist noch 10 Jahre älter als, ist noch 10 Jahre älter als Gundula. Und der war ja mein Konfirmationspfarrer, der hat mich konfirmiert, als ich 16 war. Mit 17 bin ich zu ihm ins Pfarrhaus eingezogen. Der war der größtführende Sektenexperte der Schweiz, Professor für vergleichende Religionswissenschaften. Und ich habe gesagt, Jöri, ist aus dem Bündnerland, Georg heißt er, wir nennen ihn Jöri. Und ich habe ihn gefragt, worüber möchtest du reden? Möchtest du reden? Ne? Mach das mal, frag mal einen Professor für vergleichende Religionswissenschaften, worüber er mit dir reden möchte. Und ich lese jetzt, ich löse es jetzt vor, Auferstehungsglaube in den Religionen. Er möchte mit mir am nächsten Sonntag über den Auferstehungsglauben in den Religionen reden. Okay, ist nicht ein Thema. Ja, okay, logisch habe ich den Konfirmationsunterricht gemacht. Logisch, ich habe sogar katholischen Firmenunterricht erteilt. Aber so zu überlegen, dieses Thema, ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Ich freue mich, etwas zu lernen und ich schaue natürlich immer, was kann ich als Minimalist da rausziehen. Kann ich aus den Weltreligionen, die sich tausende von Jahren Gedanken machen über vieles, gute Gedanken, nicht so gute Gedanken, was kann ich da rausziehen? Was kann ich rausziehen? Und was ich immer mehr zum Beispiel aus dem Christentum rausziehe, ist die Vergebung. Sich selbst gegenüber, diese Nachsicht, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Ja, vielen Dank für eure schönen Wünsche, schönen Urlaub. Manuela, schön bist du dabei, immer aus dem Bündnerland. Lieber Steffen, ich freue mich immer auf deine Sonntagmorgen-Sendung. Danke und schöne Ferien. Ich freue mich auch jedes Mal und ich werde das so lange, dass Leute da dabei sind, einfach auch machen. Liebe Lucia, vielen Dank. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Schaut mal, früher wäre ich noch nervös geworden. Und jetzt habe ich es gemacht. Dann habe ich gedacht, wenn es 10 Minuten dauert, jetzt 10 Minuten, aber ihr habt euch beteiligt, ihr habt reingeschrieben, hey, das ist das Schöne, das ist meine Sendung, ich kann machen, was ich will. Muss niemandem was beweisen. Wenn jemand Freude hat, wenn jemand einen guten Gedanken rausziehen kann, hat es sich für mich schon gelohnt. Und jetzt, tschüss, bis am nächsten Sonntag in Zypern. Ich hoffe, ich habe es dann Internet. Ja, es wird alles gut gehen. Ihr Lieben, bis bald.